Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Weihnachtsbäckerei wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Rezept, das sich einige von euch gewünscht haben. Und zwar zeige ich euch heute, wie einfach Anisplätzchen gehen. Viel Spaß! Für die Anisplätzchen, für ungefähr 40 Stück braucht man 3 Eier der Größe M, 220 Gramm Puderzucker, den am besten gesiebt, 250 Gramm Mehl, das ebenfalls gesiebt, einen halben Teelöffel Backpulver, 2 gehäufte Teelöffel Anispulver, etwas Butter fürs Blech und dann braucht ihr auch noch etwas Mehl fürs Blech. Los geht's! Wie ihr das Blech vorbereitet, spielt eine ganz große Rolle beim Backen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Und zwar, ihr müsst es vorbereiten. Bitte nicht auf Backpapier backen. Ich zeige euch später, warum. Nehmt ein bisschen kalte Butter und streicht damit euer Backblech ein, so wie ich. Achtet aber bitte darauf, dass ihr wirklich nicht zu viel Butter nimmt. Schaut einfach drauf, dass es leicht bedeckt ist und es passt dann auch. Dann nehmt ihr Mehl, gebt Mehl darüber und schaut, dass auch wirklich das ganze Blech mit Mehl bedeckt ist. Und das überschüssige Mehl klopft ihr dann einfach raus. Ganz, ganz wichtig. Denn wenn ihr zu viel Fett nimmt, kann es passieren, dass eure Anisplätzchen in die Breite gehen. Ja, später noch mehr davon. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den Anisplätzchen. Die Eier kommen in eine Schüssel und werden kurz aufgeschlagen. Wenn die Eier dann so einigermaßen miteinander verrührt sind, also so wie man hier sieht, sie sind schon ein bisschen heller geworden, kommt das Anispulver schon mit hinein. Ich habe jetzt 2 gehäufte Teelöffel, denn ich wollte einen sehr intensiven Geschmack an Anis haben. Wenn ihr das nicht ganz so arg wollt, dann nehmt ihr weniger. Ihr könnt aber auch mehr nehmen, wenn es noch intensiver sein soll. Hier habe ich jetzt meinen Puderzucker, den bitte vorher sieben. Das ist einfach besser, das ist dann für den Teig, da wird der locker und leichter. Das kommt jetzt nach und nach hinein und das sollte mindestens 3 Minuten verrührt werden. So sieht das Ganze dann nach 3 Minuten aus und jetzt gebe ich mein Mehl nach und nach dazu. Bitte das Mehl auch sieben, dass es einfach feiner ist. Das spielt dann später beim Aufspritzen eine wichtige Rolle. Dann zum Schluss noch das Backpulver dazu, kurz durchrühren und dann ist mein Teig auch schon fertig. Der sollte jetzt eine Konsistenz haben von, ja, nicht zu flüssig und nicht zu fest. Also so wie hier war er perfekt. Ich zeige es euch gleich nochmal hier. Das ist richtig, ja, fast schon zähflüssig, würde ich eigentlich jetzt schon sagen. Also es darf nicht richtig fließen. Das soll richtig schwer vom Teigschaber gehen, so wie hier jetzt. Ja, dann gebt ihr die Masse in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle. Die Lochtülle macht das so groß, wie es ihr gerne haben wollt, also wie groß ihr eure Anisplätzchen gerne möchtet. Und dann spritzt ihr kleine Häufchen, sage ich jetzt mal, aufs vorbereitete Backblech. Lasst aber bitte dazwischen Platz, denn die gehen noch ein klein wenig in die Breite. Das kleine Zipfelchen da oben, wenn ihr Glück habt, geht es von alleine runter. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht einfach euren Finger ein kleines bisschen nass und stupst das so drauf und dann geht es schon weg. Also bei mir sind sie zum Großteil von selber in den Teig wieder hineingeflossen. So sieht das Ganze aus und jetzt kommt, die müssen jetzt 12 Stunden, also mindestens 12 Stunden trocknen. Und nach den 12 Stunden sahen sie so aus. Sie bekommen dann so eine Schicht und werden dann fest. Also man kann die jetzt so ohne weiteres vom Backblech schon nehmen. Die werden dann gebacken bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 18 bis 20 Minuten. Und so sahen sie dann aus. Die waren perfekt. Die dürfen jetzt hier auf dem Blech noch auskühlen. Jetzt zeige ich euch hier meine Anisplätzchen, wo zu viel Fett auf dem Backblech war. Also die gehen da komplett in die Breite. Schmecken zwar lecker, aber sehen optisch total doof aus. Und hier seht ihr die Plätzchen auf dem Backpapier. Da backen die total uneben. Also macht es so, wie es ich euch gezeigt habe und dann dürfte eigentlich nichts schief gehen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!